Das sind die Top 3 Aktien für den Monat November. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Ich stelle euch heute wieder 3 Unternehmen vor, die jetzt spannend werden könnten im nächsten Monat, dem November. Und das erste Unternehmen, das ich mit dabei habe, ist Domino's Pizza. Domino's Pizza nutzt ein Franchise-Modell, bei dem die meisten Filialen von unabhängigen Franchise-Nehmern betrieben werden. Man ist da auch bekannt für eine starke Lieferinfrastruktur und für seine eigene digitale Plattform für Online-Bestellungen und Lieferungen. Man ist auch global präsent, also jetzt nicht nur in Deutschland bekannt, sondern ist ansässig in weltweit über 90 Ländern und ist einer der größten Pizzalieferdienste der Welt und konnte sich einfach ein kosteneffizientes Geschäftsmodell aufbauen. In erster Linie durch die Standardisierung von Prozessen und Produkten konnte hier Domino's Pizza den Betrieb effizient skalieren und eine schnelle Lieferzeit garantieren. Schauen wir in den Qualitätscheck. Wir haben einen Score von 10 von 15 Punkten. Punktabzug gibt es hier beim Umsatzwachstum der letzten 5 Jahre und bei der Stabilität. Die Eigenkapitalrendite und Rendite auf das eingesetzte Kapital gibt es einen Punktabzug. Aber ansonsten sieht es hier wirklich gut aus. Wir haben eine Dividendenrendite von 1,45% im Moment. Also das ist auch schon ganz nett. KGV von 26, also jetzt auch keine wirklich extrem hohe Bewertung. Und wenn wir uns mal die globale Verteilung anschauen, wo Domino's Pizza ansässig ist, sehen wir, dass es ein wirklich breit diversifiziertes Unternehmen, was hier die regionale Verteilung anbelangt. Also wir sind in Nordamerika tätig, Südamerika, Europa, aber auch Asien, Australien. Also es ist kein kleiner Player hier am Markt, es ist ein wirklich eingesessenes Unternehmen hier in diesem Fast-Food-Bereich. Gucken wir auf die aktuelle Bewertung auf Basis des Gewinns im letzten Jahr. Und hier sehen wir jetzt auch den Grund dafür, warum ich es aktuell wirklich spannend finde, Domino's Pizza. Wir sind jetzt hier fair bewertet, vielleicht sogar minimal unterbewertet. Haben einen Piotrowski F-Score von 7 von 9 Punkten im Moment. Und bei der Dividende sehen wir, dass ab 2013 so wirklich eine Dividende gezahlt wurde und die jetzt hier auch schön gesteigert wird seitdem. Davor gab es immer mal wieder Sonderdividenden, aber im Wesentlichen jetzt hier seit 2013. Wirklich rasantes Dividendenwachstum mit dabei, also für jeden, der eine Dividendenwachstumsstrategie fährt, definitiv auch interessant und kann man sich mal genauer ansehen. Auch die Prognose sagt, die Dividende soll weiter gesteigert werden, also alles im grünen Bereich. Die Analysten, die raten gerade im Moment zu 63% zum Kaufen, 34% sagen halten und nur 3% raten hier zum Verkauf von Domino's Pizza. Bevor wir uns jetzt den Chart anschauen von Domino's Pizza, wenn dir das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, Abo natürlich nicht vergessen und das freut mich wirklich immer extrem. Und wenn du keine Videos mehr verpassen möchtest, auf jeden Fall auch die Glocke aktivieren, dann bekommst du alle neuen Videos direkt als Meldung. Schauen wir uns jetzt hier mal den langfristigen Chart von Domino's Pizza an. Auf Monatsbasis sehen wir, dass das Unternehmen sich wirklich lange extrem gut entwickeln konnte und jetzt seit 2021 ja erstmals so eine längerfristige Korrektur sich angebahnt hat. Nachdem wir jetzt hier seit 2023 im September extrem stark nach oben gelaufen sind, haben wir uns jetzt hier wieder ein bisschen gefangen, sind nach unten gefallen und hier liegen wir jetzt so um die 400 US-Dollar im Moment mit dem Kurs und da ist tatsächlich jetzt auch die wichtigste mittelfristige Unterstützung bei Domino's Pizza. Wenn wir uns das mal auf Wochenbasis ansehen, hier auf dem grünen Bereich mit dem Fibonacci Retracement und der aktuellen Bodenbildung, die da jetzt schon läuft, könnte sich da wirklich ein gutes Einstiegssignal anbieten. Also sobald wir hier diese 438 US-Dollar und 52 Cent US-Dollar übertreffen, dann könnte sich hier definitiv mal ein langfristiger Einstieg anbieten. Zumindest ja, für die erste Tranche, auch wenn jetzt hier noch einzelne Widerstände offen sind drüber mit der Gap und der 200-Tage-Linie. Aber wenn hier eine schöne Bodenbildung abgeschlossen wird, gehe ich tatsächlich davon aus, dass Domino's Pizza neue All-Time-Highs schreiben wird. Aber natürlich keine Anlageberatung. Ihr seid immer selbst für euer Handeln an der Börse verantwortlich. Schauen wir mal weiter jetzt hier zum nächsten Unternehmen, das ich dabei habe. Und das nächste Unternehmen ist Mettler Toledo. Mettler Toledo ist ein weltweit führender Anbieter von Präzisionsinstrumenten, insbesondere von Wagen- und Analysegeräten, die dann eben in Laboren der Industrie- und der Lebensmittelbranche eingesetzt werden.
Also die bieten Laborwagen, industrielle Wegetechnik, Pipettierlösungen, aber auch Analysegeräte für eben chemische und pharmazeutische Anwendungen an und man hat da einen wirklich extrem hohen Innovationsgrad. Man sieht jetzt ja auch so ein Bild von so einer typischen Waage mit einem starken Fokus auf Qualität und Genauigkeit. Es sind wirklich sehr, sehr hochqualitative Produkte, die Mettler Toledo hier fertigt. Man hat 17.300 Mitarbeiter weltweit und Net Sales von 3,8 Milliarden US-Dollar und bedient auch ja, die Kunden in 140 Ländern. Schauen wir auch hier auf den Qualitätscheck. Wir sehen einen Score von 12 von 15 Punkten. Es gibt hier nur Punktabzug beim Umsatzwachstum und bei der Stabilität des Umsatzwachstums sowie knapp bei der Finanzverschuldung. Eine Dividende wird im Moment nicht ausgeschüttet, wird nicht bezahlt. KGV 35,6, also schon etwas sportlichere Bewertung hier bei Mettler Toledo, aber für das Wachstum der letzten Jahre noch auf jeden Fall in Ordnung. Gucken wir uns die aktuelle Bewertung an. Wir sehen hier im Moment leicht überbewertet, beziehungsweise knapp fair bewertet. Mettler Toledo sieht auf jeden Fall auch akut spannend aus. Piotrowski F-Score haben wir einen Score von 6 von 9 Punkten, den wir jetzt hier sehen können. Ich habe jetzt hier nochmal so einen kleinen Ausschnitt mit dabei von der Produktpalette, die Mettler Toledo so anbietet. Also wir sehen, die sind wirklich extrem fokussiert auf alles, was mit Wiegen zu tun hat. Also wenn es darum geht, wirklich Kleinstwägen zu fertigen, Kleinstwagen, aber auch hier sowas wie große Wagen, um Truckloads zu wiegen und zu messen. Also vom klein bis groß, alles mit dabei, ist jetzt eben hier in einem wirklichen ja, speziellen Industriebereich gut aufgestellt. Hier sehen wir mal den Sankey mit den einzelnen Segmenten. Wir sehen Labor, Industrie und Retail sind die einzelnen Umsatzsegmente. Die Analysten raten gerade mit 7% zum Kaufen, 67% sagen halten und 27% sagen verkaufen. Wir gucken uns jetzt auch hier den Chart an von ja, Mettler Toledo. Davor im Moment, Finanznet Zero hat hier eine wirklich interessante Aktion laufen und zwar könnt ihr bis zu 350 Euro Prämie kassieren, wenn ihr mit dem ersten Link in meiner Beschreibung oder im ersten angepinnten Kommentar entweder ein neues Konto öffnet und hier euer Depot wechselt. Dann könnt ihr bis zu 350 Euro Prämie insgesamt bekommen und als Neukundenbonus, wenn ihr euer Depot dann nicht hin umziehen möchtet, sondern einfach ein neuer Kunde seid, könnt ihr auch 50 Euro mitnehmen. Also sehr, sehr sehr spannende Aktion. Auf jeden Fall den Promocode Zero jetzt bei der Depoteröffnung und meinen Link im Kommentarfeld benutzen. Danke an der Stelle, das ist natürlich auch für mich indirekt eine Unterstützung. Jetzt gucken wir uns aber den Chart langfristig von Mettler Toledo an. Hier haben wir jetzt auch eine spannende Situation, deswegen habe ich das Unternehmen natürlich auch hier mit dabei. Langfristig, ähnlich wie bei Domino's Pizza, wirklich extrem guter Dauerläufer und wir bewegen uns hier in einer Korrektur seit Februar 2021 ungefähr. Hier ja, ABCD-Korrektur nach unten. Jetzt nochmal so eine Bewegung längerfristig nach unten auf diese grüne Zone rund ums 61,8er. Hier wichtige Unterstützungszone, schönes Volumen natürlich in diesem Bereich. Wenn wir uns jetzt hier stabilisieren, könnte sich da definitiv auch mal ein Einstieg anbieten. Ist aber jetzt noch kein Anzeichen von einer Bodenbildung da, also da muss man auf jeden Fall noch abwarten. Aber auf jeden Fall spannendes Bild. Es wurde jetzt eben auch hier diese Gap genau geschlossen, die nach den letzten Earnings mal gerissen wurde. Wir stehen jetzt hier eben auch kurz vor den nächsten Quartalsergebnissen. Also auf jeden Fall hier nochmal die Füße stillhalten, abwarten, ob hier eine schöne Trendumkehr reinkommt. Sieht auf jeden Fall auch gut aus bei Mettler Toledo und ist tatsächlich jetzt auch auf meiner Watchlist relativ weit oben mit Domino's Pizza natürlich. Ja, das war's zu Mettler Toledo. Gucken wir mal zum nächsten Unternehmen. Das letzte Unternehmen ist aus Deutschland und zwar ist es Sartorius. Sartorius ist ein führender Anbieter von Produkten und Lösungen für die Biopharma- und Laborbranche, insbesondere eben für die Herstellung und Forschung an biologischen Medikamenten. Man gliedert sich in die Divisionen Bioprozesslösungen und Labortechnik. Ja, Wachstumstreiber Biopharma ist ein großer Punkt, aber man ist auch schon ein internationales Unternehmen. Man hat eine starke globale Präsenz und betreibt auch schon viele Produktionsstandorte in vielen Ländern.
Ja, und hier sieht man mal die einzelne Aufteilung der Business-Segmente, also mit Bioprocess Solutions und Lab Products and Services. Gucken wir auch hier bei Sartorius. Mal in den Qualitätscheck rein. Wir sehen einen Score von 10 von 15 Punkten. Es gibt hier nur Punktabzug bei der Stabilität des Umsatzwachstums und des Earnings per Share Wachstums. Und die Volatilität, da gibt es natürlich auch Punktabzug, da die letzten Jahre schon eher schwierig waren und wir jetzt in so einer Normalisierungsphase nach Corona uns immer noch aufhalten. Wir haben eine relativ niedrige Dividendenrendite mit 0,3% und ein wirklich hohes KGV mit 203. Also ein kleiner Ausschnitt noch zu Sartorius, 14.600 Mitarbeiter, man hat über 60 Standorte weltweit und 3,4 Milliarden Euro Sales im Jahre 2023. Gegründet wurde das Unternehmen bereits 1870, also schon wirklich sehr, sehr altes Unternehmen. Aktuelle Bewertung auf Basis des Gewinns im letzten Jahr sind wir hier deutlich unterbewertet, so circa 20% unterbewertet tatsächlich. Piotrowski F-Score haben einen Score von 5 von 9 Punkten. Jetzt gucken wir uns noch die Dividende an, die ist ja durchaus durchwachsen. Also längerfristig ist da schon eine Tendenz auf jeden Fall zur Steigerung da. Und die Prognosen gehen auch davon aus, dass die Dividende jetzt wieder erhöht werden soll, wenn das Geschäft dann eben wieder besser läuft. Die Analysten raten im Moment 50% zum Kaufen und 50% sagen halten. Bevor wir uns jetzt hier den Chart anschauen von Sartorius, ich habe jetzt hier bald einen Post geplant, und zwar diesen Freitag, wo ihr mit dem Link in diesem Post meinem Discord-Channel kostenlos beitreten könnt. Das wird ein befristetes Angebot sein, einfach an euch, um auch was zurückzugeben an meine Community. Da könnt ihr kostenlos in dem Börsenpaket Discord-Channel beitreten. Da können wir uns einfach so ein bisschen austauschen über die Börse, können auch mal miteinander reden über einzelne Aktien oder den Gesamtmarkt. Nutzt auf jeden Fall die Chance, tretet da kostenlos bei. Mittelfristig, kurzfristig wird es hier auf jeden Fall ja im Rahmen meiner VIP-Mitgliedschaft, der YouTube-Mitgliedschaft kostenpflichtig werden. Also auf jeden Fall die Glocke anmachen, damit ihr dann auch diesen Post nicht verpasst. Gucken wir uns jetzt mal den Chart an von Sartorius. Ja, übrigens ein sehr, sehr hochqualitatives Unternehmen in Deutschland. Eigentlich eines der wenigen Unternehmen, die mich auch langfristig ja, sehr, sehr interessieren. Auch wenn ich hier ja, die Konkurrenz etwas stärker finde. Wir sehen jetzt hier, dass langfristig der Chart extrem stark gelaufen ist. Bis zum Jahr 2021. Seitdem sind wir hier in einer Korrekturphase. Ich gehe aber tatsächlich eher davon aus, dass wenn wir hier mal einen schönen Boden bauen, dass wir durchaus nochmal solche Phasen hier sehen können, wie wir das hatten. Also seit 2009 bis 2021 denke ich schon, dass es realistisch ist, dass sich das Unternehmen nochmal so ja, weiterentwickeln kann. Vielleicht natürlich nicht in dieser rasanten Geschwindigkeit, aber doch in einem ähnlichen Ausmaß. Mittelfristig sehen wir jetzt hier, dass noch keine Bodenbildung erfolgt ist. Also diese Struktur, die reicht jetzt hier noch nicht aus, um einen Einstieg recht zu fertigen. Aber wenn jetzt hier nochmal ein Kursdip nach unten kommt, so auf die 210 Euro, 200 Euro ungefähr und wir dann nochmal nach oben ziehen über die 270, 250 Euro, könnte sich auf jeden Fall mal ein Einstieg bei Sartorius anbieten. Aber natürlich immer keine Anlageberatung, ihr handelt hier immer auf eigenes Risiko. Definitiv spannende Situation, kann man sich auch mal auf mittelfristig nochmal genauer anschauen, aber akut ist jetzt hier noch kein Einstieg möglich bei Sartorius. Wir gucken uns aber jetzt noch die Performance der Aktien an im Vergleich mit dem US-Gesamtmarkt. Wir sehen jetzt hier Domino's Pizza in Orange, ein S&P 500 in Blau, Mettler Toledo in Lila und Sartorius in Grün. Und wir sehen, dass der S&P 500 tatsächlich auf Sicht eines Jahres hier am besten abgeschnitten hat im Vergleich mit den anderen Aktien. Aber Mettler Toledo und Domino's Pizza waren auch eine sehr, sehr lange Phase deutlich über dem S&P 500. Das macht sie natürlich jetzt auch wieder spannender im Vergleich zum S&P, weil der natürlich in keiner Korrekturphase steckt, die anderen beiden Unternehmen aber eben schon. Und Sartorius ist hier das Schlusslicht, das natürlich auch größere Probleme hatte, nachdem jetzt hier die Normalisierung nach Corona eingesetzt hat. Ja, die einzelnen Sektorenverteilungen, da sehen wir, dass Mettler Toledo hauptsächlich auf Qualität und Sicherheit setzt. Sartorius ist ein deutlich spekulativerer Wert, also ist ein Small Cap mit stärkerem Wachstum. Und Domino's Pizza legt eher Wert auf Dividende, Volatilität und Sicherheit.
Und von der Rendite her war Sartorius im Schnitt der letzten 10 Jahre mit 27,41% das mit Abstand stärkste Unternehmen. Und danach kommt dann Mettler-Toledo mit 17,53%, aber auch Domino's Pizza nur ganz leicht hinter Mettler mit 16,16%. Ja, das waren alle drei Unternehmen, die ich heute mit dabei hatte. Lass mich doch gerne mal wissen, was du von den Aktien hältst. Hast du die vielleicht sogar schon langfristig in deinem Portfolio? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja, vergiss es, den Daumen nach oben nicht und ein Abo dazulassen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ciao.